Oh, ist der süß. Gut, egal. Heute habe ich mich hier versammelt, um meinen Apfelbaum auszudünnen. Das ist notwendig, weil dieser kleine Apfelbaum ist erst circa 5 Jahre alt und er hat sehr, sehr viele Früchte. Und so viel kann er noch gar nicht ernähren. Man sagt wohl, 30 Blätter versorgen einen Apfel mit Nährstoffen. Und 50 Blätter sind zu viel, dann wächst der Apfel zu schnell. Ich fange jetzt nicht an, die Blätter hier zu zählen, aber wenn wir mal hier rumgehen, sehen wir zum Beispiel dieses Exemplar hier. Das sind natürlich viel zu viele Äpfel an einem Stück, an einem Bündel. Man sagt, 2 bis 3 Äpfel sollen stehen bleiben von so einem Bündel. Und zwischen den einzelnen sollten immer so eine Handbreit Platz bleiben, damit die sich richtig schön entwickeln können. Ja, und das wird heute meine Aufgabe sein. Also habe ich noch ein bisschen zu tun. Dann hole ich mir jetzt mal einen Eimer und dann packe ich die da alle rein und dann wandern die auf den Kompost. Es gibt schon viele Blüten, die von alleine abgestorben sind. Der Baum sorgt da selber schon für so ein bisschen Gleichgewicht. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, das sind 4 Äpfel, also der kann auf jeden Fall weg. Den versuche ich hier mal vorsichtig auszulösen. So. Und hiervon sieht der am besten aus. Dann suchen wir uns die, die nicht beschädigt sind. Hier habe ich zum Beispiel einen, der hat eine Beschädigung. Und dann habe ich hier 3 zu stehen. Und teilweise gehen die ganz von alleine ab. Ups, wie der zum Beispiel. Das ist natürlich auch gleich noch die Gelegenheit, den Baum richtig zu untersuchen und Blätter, die so irgendwie gelblich oder krank sind, abzumachen. Auch alte Blüten kommen weg. So, dieses Blatt hier sieht mir auch überhaupt nicht gesund aus. Das kommt auf jeden Fall mit weg. Machen wir den hier noch ein bisschen sauber. Ja, Marienkäfer hat es auch wieder ganz viele. Wie zum Beispiel der. Oh, Zeichen runtergeschmissen. Oh. Na gut. Ja, jetzt muss ich mich hier ranmachen. Ist natürlich auch, wenn die Äpfel ein bisschen loserer und lockerer sitzen, die können dann auch besser abtrocknen. Das hier zum Beispiel ist so einer, der ist so ein bisschen beschädigt oder wie auch immer. Jedenfalls ist er nicht so schön, deswegen kann der ins Eimerchen. Oh, das wird doch wieder bei mir eine Wissenschaft. Ja, deformiert. Gott, die armen Kerle. So, 3 sollen übrig bleiben. Mann, ey, wer will diese Auswahl treffen? Ich würde sagen, außen bleibt, der bleibt. So, jetzt kommt hier auch ein bisschen mehr Luft rein. Die Ameise wird schon ganz aufgeregt. So. Ja. Mach mich ans Werk. 3 unten und 3 oben. Ah, da blutet einem das Herz, oder? Und hier kann man auch ganz gut sehen, dass sich die Blattläuse auch hier ansiedeln und dann natürlich von ihren Ameisenfreunden geschützt werden. So, ich habe jetzt aufgehört, das blutet mir zu sehr das Herz, denn hier ist ordentlich was bei rumgekommen. Und da sind auch richtig schöne Äpfel bei, aber wenn da 5 Stück dran hängen, das konnte ich dann, ja, geht ja nicht. Tschüss.